Mein Name ist Emilia. Ich bin 37 Jahre alt. Ich lebe in einer kleinen, ruhigen Stadt namens River Hill. Es gibt dort grüne Bäume, kleine Geschäfte und friedliche Straßen. Ich habe 2 Kinder. Mein Sohn heißt Leo, meine Tochter heißt Lina, mein Mann heißt Matteo. Er ist 43 Jahre alt. Wir sind seit 15 Jahren verheiratet. Als wir geheiratet haben, war ich sehr glücklich. Matteo war freundlich und liebevoll. Er brachte mir ohne besonderen Grund Blumen mit. An Sonntagen kochte er für mich das Abendessen. Manchmal sah er mich an und sagte, »Du bist die Liebe meines Lebens.« Wenn er diese Worte sagte, fühlte ich mich sicher. Ich fühlte mich glücklich. Ich glaubte, dass unser Glück für immer halten würde. Wir lebten in einem kleinen Haus in der Nähe des Parks. Es war nicht groß, aber ich liebte es. Morgens fiel Sonnenlicht durch die Fenster, die Räume fühlten sich warm an. Das Haus fühlte sich wie ein echtes Zuhause an. Nach 2 Jahren Ehe wurde unser Sohn Leo geboren. Er war ein ruhiges Baby. Als er älter wurde, liebte er Bücher, Vögel und ruhige Orte. Ich blieb zu Hause, um mich um ihn zu kümmern. Matteo arbeitete in einer Bank. Er ging früh am Morgen zur Arbeit und kam abends müde nach Hause. 2 Jahre später wurde unsere Tochter Lina geboren. Sie war ganz anders als Leo. Sie liebte Musik. Sie sang den ganzen Tag kleine Lieder. Sie erfüllte das Haus mit Lärm und Freude. Meine Tage waren sehr beschäftigt. Ich kochte, ich putzte, ich wusch die Kleidung. Ich brachte den Kindern kleine Wörter und Zahlen bei. Matteo arbeitete hart für unsere Familie. In den ersten Jahren kam er immer noch mit Liebe in seinen Augen nach Hause. Er gab den Kindern einen Gute-Nacht-Kuss. Er fragte mich, wie mein Tag gewesen war. Wir aßen zusammen zu Abend. An den Wochenenden gingen wir zum See. Die Kinder aßen Eis. Wir beobachteten die Enten auf dem Wasser. Manchmal hielt Matteo meine Hand, und ich glaubte, dass unsere Liebe noch stark war. Aber langsam änderte sich alles. Matteo begann, immer länger zu arbeiten. Zuerst sagte er, es gibt zu viel Arbeit im Büro. Dann hörte er auf, zum Abendessen nach Hause zu kommen. Er hörte auf, mit mir zu lachen. Er hörte auf, mich so anzusehen wie früher. Die meisten Abende sah er müde aus. Manchmal sah er wütend aus. Manchmal sagte er fast gar nichts. Ich fragte ihn, Matteo, stimmt etwas nicht? Er antwortete immer, mir geht es gut, mach dir keine Sorgen. Am Anfang glaubte ich ihm. Ich sagte mir, dass die Arbeit schwierig sei. Ich sagte mir, dass er Zeit brauche. Aber die Distanz zwischen uns wurde immer größer. Er kam fast jeden Abend spät nach Hause. Er hörte auf, mich tagsüber anzurufen. Er hörte auf, mich zu fragen, wie ich mich fühlte. Ich vermisste den alten Matteo. Ich vermisste den Mann, der mir Blumen brachte. Ich vermisste seine warme Stimme.
Ich vermisste das Gefühl, geliebt zu werden. Er war noch im Haus, aber er fühlte sich weit entfernt an. Wie ein Schatten. Eines Tages fand ich einen Beleg in seiner Manteltasche. Er war von einem Hotel in einer Stadt, die 2 Stunden entfernt lag. Meine Hände begannen zu zittern. Auf dem Beleg stand ein Zimmer für Herrn D. Taylor und Fräulein Clara. Mir wurde ganz kalt. An diesem Abend wartete ich auf Matteo. Als er nach Hause kam, zeigte ich ihm den Beleg. »Wer ist Clara?« fragte ich. Er sah auf das Papier und dann zu mir. »Sie ist nur eine Kollegin«, sagte er. »Es war eine Geschäftsreise. Es ist nichts passiert.« Ich wollte ihm glauben, aber tief in meinem Inneren tat ich es nicht. Trotzdem sagte ich nichts mehr. Ich wollte keinen großen Streit. Unsere Kinder waren noch klein, Leo war 5, Lina war 3. Ich dachte, sie brauchten beide Elternteile. Also schwieg ich. Wochen vergingen. Ich versuchte mich normal zu verhalten. Ich lächelte für die Kinder. Ich kochte. Ich putzte das Haus, aber nachts, wenn alle schliefen, weinte ich. Manchmal weinte ich sogar beim Abwaschen. Manchmal weinte ich im Badezimmer. Ich sah Matteo an und hatte das Gefühl, dass ich ihn nicht mehr kannte. Er hörte auf zu erklären, wohin er ging. Er schaltete sein Handy aus. Wenn ich Fragen stellte, sagte er, ich habe das alles satt. Also hörte ich auf zu fragen. Innerlich wurde ich leer. Das Haus war sauber, aber es fühlte sich nicht wie ein Zuhause an. Das Essen war warm, aber ich konnte es nicht schmecken. Ich brachte die Kinder zur Schule und lächelte die anderen Eltern an. Aber innerlich zerbrach ich. Eines Nachmittags ging ich auf den Markt. Dort sah ich jemanden aus meiner Vergangenheit. Sein Name war Mark. Wir waren vor vielen Jahren zusammen zur Schule gegangen. Er lächelte und sagte, »Emilia, bist du das wirklich?« Ich lächelte zurück. »Ja, ich bin es.« Er fragte, »Wie geht es dir?« Ich wollte sagen, »Mir geht es gut.« Aber die Worte kamen nicht heraus. Stattdessen sagte ich leise, »Ich weiß es nicht.« Mark lachte nicht. Er schaute nicht weg. Er sagte nur, »Wenn du jemals jemanden zum Reden brauchst, bin ich für dich da.« Ich nickte und ging weg. Aber seine Worte blieben bei mir. An diesem Abend saß ich am Fenster, die Kinder schliefen. Matteo war nicht zu Hause. Ich schaute in den dunklen Himmel und flüsterte, was ist aus meinem Leben geworden? Ein paar Tage später sah ich Mark wieder in einem Café. Ich war allein, also ging ich hinein. Er winkte mir zu und ich setzte mich zu ihm. Wir sprachen über einfache Dinge, das Wetter, Bücher, die Stadt. Nichts Besonderes, aber seine Freundlichkeit fühlte sich warm an. Er fragte nach meinen Kindern. Ich lächelte und sagte, sie sind meine Freude. Mark sah mich an und sagte, du bist stärker, als du denkst.
Mir stiegen Tränen in die Augen. Niemand hatte seit langer Zeit so etwas zu mir gesagt. Danach trafen wir uns manchmal. Im Café, im Park, nur zum Reden, keine Geschenke, keine Versprechen, nur einfache Worte und Freundlichkeit. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich mich wieder gesehen. Ich lachte wieder. Ich bemerkte wieder das Sonnenlicht. Ich sah in den Spiegel und erkannte die Frau wieder, die ich einmal gewesen war. Dann kam Matteo eines Abends früh nach Hause. Er sah eine Nachricht von Mark auf meinem Handy. Darin stand nur: Ich hoffe, du hattest einen guten Tag. Matteo wurde wütend. »Wer ist dieser Mann?« schrie er. »Triffst du dich mit ihm?« Ich sah ihn an und sagte: »Ich brauchte jemanden zum Reden. Du warst nicht da.« Er wurde still. In dieser Nacht sprachen wir lange miteinander. Zum ersten Mal seit Jahren sah Matteo mich wirklich an. Seine Augen waren rot. »Es tut mir leid«, sagte er. »Ich wusste nicht, dass du so sehr leidest.« Ich antwortete: »Du hast nicht gefragt, du hast mich nicht gesehen.« Er nahm meine Hand und flüsterte: »Ich liebe dich immer noch.« Ich wollte ihm glauben, aber mein Herz war müde. Es konnte nicht mehr so leicht vertrauen. So begann sich mein Leben zu verändern, nicht durch einen einzigen großen Moment, sondern durch viele kleine Risse, und alles, was ich jetzt wollte, war Frieden. Nach dieser Nacht begann Matteo sich langsam zu verändern. Er kam früher nach Hause als früher. Er half mir in der Küche. Manchmal fragte er: »Möchtest du einen Tee?« Es waren kleine Dinge, sehr kleine Dinge, aber ich bemerkte sie. Ich sagte nicht viel, aber ich sah, dass er sich bemühte. Er half Leo bei den Hausaufgaben. Er hörte Lina zu, wenn sie ihre kleinen Lieder sang. Er lächelte häufiger, nicht genau wie der alte Matteo, aber es gab wieder etwas Sanftes in ihm. Trotzdem wusste ich nicht, ob ich ihm vertrauen konnte. Ich wollte ihm vertrauen, aber mein Herz war noch verletzt. An einem Sonntagmorgen fragte Matteo: »Möchtest du mit mir spazieren gehen?« Wir waren seit Jahren nicht mehr zusammen spazieren gegangen. Einen Moment lang antwortete ich nicht. Dann sagte ich ja. Wir gingen am See entlang. Der Himmel war klar und blau. Enten glitten langsam über das Wasser. Familien spazierten um uns herum. Einige Menschen lachten, andere fuhren Fahrrad. Ich beobachtete sie und fühlte mich seltsam. Es war, als würde ich ein glückliches Leben aus der Ferne betrachten. Matteo ging schweigend neben mir. Dann sagte er: »Das vermisse ich. Ich vermisse uns.« Ich sah ihn an, aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also nickte ich nur. Langsam nahm er meine Hand. Ich zog sie nicht weg, aber es fühlte sich jetzt anders an. Seine Hand war warm, mein Herz war es nicht. Ich lag falsch, sagte er.
Ich habe die Arbeit mein Leben bestimmen lassen. Ich habe nicht gesehen, wie einsam du warst. Ich flüsterte, ja. Danach gingen wir schweigend weiter. An diesem Abend kochte Matteo das Abendessen. Lina war sehr aufgeregt. Papa kocht, sagte sie. Wir saßen alle zusammen am Tisch. Leo erzählte einen kleinen Witz und wir lachten. Für einen kurzen Moment fühlte es sich an wie früher. Ein warmes Abendessen, glückliche Kinder, eine Familie an einem gemeinsamen Tisch. Aber später, als ich allein im Badezimmer war, sah ich mich im Spiegel an. Ich fragte mich, liebe ich ihn noch? Ich wusste es nicht. Eines Tages brachte Lina mir eine Zeichnung. Sie zeigte unsere Familie, wie wir Hand in Hand standen. Mich, Matteo, Leo und sie. Sie lächelte und sagte, wir sind glücklich. Ich umarmte sie schnell und küsste sie auf die Wange. Ich wollte nicht, dass sie meine Tränen sah. Später fragte ich Leo, glaubst du, dass dein Vater und ich glücklich sind? Er sah überrascht aus. Dann sagte er, ich weiß es nicht. Ihr seid nett zueinander, aber manchmal seht ihr traurig aus. Er war erst 10 Jahre alt, aber er sah mehr, als ich gedacht hatte. In dieser Nacht weinte ich wieder leise. Ein paar Tage später sah ich Mark im Supermarkt. Ich hatte nicht geplant, ihn zu sehen. Er war mit seinem Sohn dort. Er lächelte freundlich. »Hallo, Emilia«, sagte er. »Hallo«, antwortete ich. Wir sprachen nur ein paar Minuten miteinander. Er fragte nicht zu viel. Er sagte nur, »Ich hoffe, es geht dir gut.« Ich nickte. »Ich versuche es.« Er sah mich freundlich an. »Du bist stark, bitte vergiss das nicht.« Dann verabschiedeten wir uns. An diesem Abend sagte ich Matteo die Wahrheit. »Ich habe Mark heute gesehen«, sagte ich. Ich wollte keine Geheimnisse zwischen uns haben. Matteo schrie nicht. Er fragte nur, »Denkst du noch an ihn?« Ich antwortete ehrlich, »Nein, ich denke daran, dass er mir das Gefühl gegeben hat, wichtig zu sein.« Matteo blickte nach unten. Dann sagte er, »Ich möchte, dass du dich auch durch mich so fühlst.« Zum ersten Mal glaubte ich, dass er es wirklich ernst meinte. Danach bemühte sich Matteo noch mehr. Er half Lina beim Üben ihrer Lieder. Er reparierte die kaputte Küchentür. Er fragte mich nach meinem Tag. Manchmal brachte er kleine Geschenke mit. Eine Blume, ein Buch, eine neue Tasse für meinen Tee. Nichts Teures, aber etwas Aufmerksames. Wenn ich mich bedankte, sagte er, »Du musst mir nicht danken, du verdienst Fürsorge.« Ich wollte lächeln, manchmal tat ich es, aber mein Herz öffnete sich nur langsam. Dann wurde ich eines Nachts sehr krank. Ich hatte hohes Fieber und Schmerzen in der Brust. Matteo brachte mich sofort ins Krankenhaus. Er blieb die ganze Nacht an meiner Seite. Er hielt meine Hand. Er schlief nicht.
Immer wieder flüsterte er, »Bitte, verlass mich nicht.« Tränen standen in seinen Augen. »Ich liebe dich immer noch«, sagte er. Ich schloss die Augen. Ich erinnerte mich an dieselben Worte von vor vielen Jahren, als wir jünger waren, als das Leben noch einfach erschien. Am Morgen fühlte ich mich etwas besser. Der Arzt sagte, es sei eine Brustinfektion, nichts allzu Gefährliches, aber etwas in mir hatte sich verändert. Ich hatte Angst in Matthäus Augen gesehen und ich hatte auch Liebe gesehen, vielleicht eine verletzte Liebe, vielleicht eine alte Liebe, aber sie war noch da. Als wir nach Hause kamen, machte Matteo Suppe für mich. Er sagte mir, ich solle mich ausruhen. Er setzte sich neben mich und las aus einem Buch vor. Lina umarmte mich. Leo brachte mir Wasser. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich mich umsorgt. Später in dieser Woche ging ich allein am Fluss spazieren. Der Wind bewegte die Blätter. Ich setzte mich auf eine Bank und dachte über alles nach. Über Matteo, über Mark, über die Kinder, über die Jahre, die wir verloren hatten, über den Schmerz, über die Liebe. Ich schloss die Augen und fragte mich, kann ich ihm vergeben? Kann ich heilen? Ich kannte die ganze Antwort nicht, aber ich wusste, dass ich Frieden wollte. An diesem Abend sprach ich mit Matteo. Wir müssen ehrlich sein, sagte ich. Er nickte. Ja. Ich fragte, willst du diese Ehe wirklich oder hast du nur Angst, sie zu verlieren? Er sah mir in die Augen. Ich will dich, sagte er, nicht nur die Vorstellung unserer Familie, ich will alles wieder in Ordnung bringen. Ich sagte, sich zu bemühen reicht nicht. Ich muss wissen, dass du es ernst meinst. Er antwortete, das tue ich. Ich verspreche es. Von diesem Tag an änderten sich die Dinge langsam. Wir waren nicht perfekt. Aber wir begannen wieder gemeinsam zu gehen. Wir sprachen über kleine Dinge, über die Schule, über Essen, über Bücher, über alte Erinnerungen. Eines Abends fragte er, erzähl mir von deinen Träumen. Jahrelang hatte mich niemand danach gefragt. Später überraschte er mich mit einem kleinen Abendessen am Fluss. Nur Sandwiches, Tee und eine Decke unter den Sternen. Er sagte, danke, dass du mir noch eine Chance gegeben hast. Ich sah ihn an. Er war nicht mehr derselbe Mann, den ich geheiratet hatte. Und ich war nicht mehr dieselbe Frau. Aber vielleicht konnten wir etwas Neues aufbauen. Nicht aus der Vergangenheit, sondern aus dem Jetzt. Wochen vergingen. Matteo half weiterhin. Er spülte das Geschirr. Er faltete die Wäsche. Er brachte Lina zur Schule. Er kam abends nach Hause. Manchmal redeten wir. Manchmal saßen wir schweigend zusammen. Aber jetzt fühlte sich das Schweigen sanft an, nicht kalt. Ich hatte immer noch Zweifel. Mein Herz war nicht ganz offen.
Manchmal erinnerte ich mich an den Hotelbeleg, an die Nächte, in denen ich allein geweint hatte, an die Art, wie er früher an mir vorbeiging, als würde ich nicht existieren. Aber ich erinnerte mich auch an das Krankenhaus, an seine Hand, die meine hielt, an seine Stimme, die sagte, »Bitte verlass mich nicht.« Vergebung war nicht einfach. Ich konnte ihm langsam vergeben, aber ich konnte die Erinnerung nicht auslöschen. Eines Tages stand ich vor dem Spiegel. Ich betrachtete mein Gesicht lange. Ich sah müde aus, aber ich sah auch stark aus. Ich flüsterte mir selbst zu, »Emilia, du bist nicht perfekt, aber du gibst nicht auf, du bist immer noch hier.« Ich wollte Frieden, nicht nur für meine Ehe, nicht nur für meine Kinder, ich wollte auch Frieden für mich selbst. In dieser Woche schrieb ich einen Brief an mich selbst. Niemand sonst sah ihn. Er war nur für mich. Ich schrieb, »Liebe Emilia, du bist stark, du bist freundlich, du bist wichtig, du hast Schmerz erlebt, aber du hast nicht aufgegeben, du hast geweint, aber du bist weitergegangen. Du wünschst dir immer noch Liebe, und das ist nicht falsch, schäme dich nicht für dein Herz. Liebe zuerst dich selbst, du verdienst Glück.« Ich faltete den Brief und legte ihn in meine Schublade. Und jetzt, wenn ich mich schwach fühle, lese ich ihn wieder. Manche Tage sind gut, manche Tage sind schwer. An manchen Tagen lächle ich leicht. An anderen Tagen kommt der alte Schmerz zurück. Aber ich lerne zu akzeptieren, dass Heilung Zeit braucht. Ich begann auch kleine Dinge für mich selbst zu tun. Ich machte morgens allein Spaziergänge, ich lieh mir Bücher aus der Bibliothek aus, ich hörte leise Musik, ich trank Tee in der Stille. Eines Tages kaufte ich ein Notizbuch. Jeden Abend schrieb ich meine Gedanken hinein. Ich versteckte mich nicht mehr vor meinen Gefühlen. Manchmal schrieb ich bin immer noch verletzt. Manchmal schrieb ich, heute habe ich mich glücklich gefühlt. Ich ließ mein Herz ehrlich sprechen. Eines Abends sah Lina mich schreiben. Sie fragte, »Mama, warum schreibst du jeden Abend?« Ich lächelte und sagte, weil es meinem Herzen hilft, sich leichter zu fühlen. Sie nickte und sagte, vielleicht probiere ich das auch. Auch Leo veränderte sich langsam. Er sprach mehr mit Matteo. An den Wochenenden spielten sie zusammen. Wenn ich sie lachen sah, war ich dankbar. Unsere Familie war verletzt worden, aber vielleicht konnte sie heilen. Nicht wieder dieselbe Familie werden wie früher, vielleicht eine neue Familie werden. Eines Abends gab Matteo mir eine kleine Schachtel. Darin war eine einfache Halskette mit einem Herzanhänger. Er sagte, das soll die Vergangenheit nicht auslöschen. Es ist ein Dankeschön dafür, dass du uns noch eine Chance gegeben hast. Ich hielt die Halskette in der Hand und sagte, danke, dass du mich wieder gesehen hast. An diesem Abend sahen wir zusammen einen alten Film. Lina sang zur Musik mit.
Leo lachte über die lustigen Stellen. Ich sah meine Familie an und spürte ein kleines Licht in mir. Es war kein großes Feuer, aber es war genug. Manchmal dachte ich immer noch an Mark. Ich wollte ihn nicht zurück. Ich erinnerte mich nur daran, wie er mir das Gefühl gegeben hatte, wahrgenommen zu werden. Er war freundlich zu mir gewesen, als ich mich unsichtbar fühlte. Dafür würde ich ihm immer dankbar sein, aber jetzt fand ich die Freundlichkeit wieder in meinem eigenen Zuhause. Langsam, vorsichtig. Matteo war nicht perfekt. Ich war auch nicht perfekt, aber wir beide bemühten uns. An einem Samstag putzten wir gemeinsam das Haus. Lina spielte Musik. Wir sangen alle zusammen. Später saßen Matteo und ich mit Tee im Garten. Er sagte: Ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Ich verlange nicht, dass du vergisst. Ich bitte nur um eine Chance, etwas Neues aufzubauen. Ich sah ihn an und sagte: Einen Tag nach dem anderen. Er nickte: Das ist genug. Und das war es. Jetzt träume ich nicht mehr von einem perfekten Leben. Ich suche nach kleinen, friedlichen Momenten, einen ruhigen Morgen, eine warme Tasse Tee, das Lachen meiner Kinder, einen Spaziergang am Fluss. Ich habe gelernt, dass Liebe nicht nur aus Worten besteht. Liebe ist Fürsorge, Liebe ist Zeit, Liebe ist Zuhören, Liebe ist Respekt. Mein Herz heilt noch immer, aber es ist nicht zerstört, ich stehe immer noch. Und ich lerne mir selbst wieder zu vertrauen. Wenn du auch leidest, dann denke bitte daran. Du bist nicht allein, du bist stärker, als du denkst. Beginne bei dir selbst. Ein kleiner Schritt, ein ruhiger Moment, ein Tag nach dem anderen. Und langsam kann das Licht zurückkehren. Vielen Dank, dass du dir die ganze Geschichte angesehen hast. Emilias Geschichte lehrt uns eine einfache Lektion. Heilung braucht Zeit. Liebe besteht nicht nur aus Worten. Liebe bedeutet Fürsorge, Ehrlichkeit, Respekt und kleine Taten im Alltag. Emilia wurde verletzt, aber sie hat sich selbst nicht aufgegeben. Sie lernte sich selbst wieder zu lieben, einen kleinen Schritt nach dem anderen. Das heutige deutsche Wort ist Heilung. Es bedeutet Healing. Schreibe einen einfachen Satz mit Heilung in die Kommentare. Zum Beispiel: Emilia brauchte Heilung oder Heilung braucht Zeit. Schreibe uns auch: Glaubst du, dass Emilia die richtige Entscheidung getroffen hat? Ja oder nein? Schreibe deine Antwort in die Kommentare. Wenn dir diese Geschichte beim Deutschlernen geholfen hat, abonniere bitte den Kanal für weitere, einfache deutsche Geschichten. Hör weiter zu, lerne weiter und bis zur nächsten Geschichte.